Der Himmelfahrtstag 2012 klingt am abendlichen Lagerfeuer am See bei Stockbrot und Bratwürstchen beschaulich aus. Es gesellen sich noch einige Camper zu uns und es wird angeregt gequatscht und getrommelt. Das gefällt mir. Unsere olivgrünen Gäste Anke und André aus Salzgitter sind sehr kontaktfreudig und integrieren sich zwanglos in die allmählich bunter werdende Gesellschaft in unserem Natursportcamp an der Krombachtalsperre. Könnte man auch eigentlich eingegangen kommen. Muss ja. Muss eigentlich ungenießbar sein, der Schaden. Da sind mich halt. Aber so verbrannt siehst du eigentlich gar nicht aus. Das ist ganz wichtig. Wohnmobil ist ja verboten, das weiß ich. Aber im Wohnwagen draußen ist er. Oh, meine letzte Info. Ärgste Witze. Tust du gar nicht. Nochmal so 10 Minuten gar nicht drauf. Dann ist logischerweise nicht dran, dass man wieder das Da haben wir ja alle was davon. Dann nur ich nur noch Fußgänger. Gute Rechnung oder bezahlt? Die meisten Lehrer haben auch eine Geheimtelefonnummer, dass sie ja niemand nachts abruft. Was mich immer wieder sehr freut, nämlich, dass sich an unserem Lagerfeuer Jung und Alt trifft. Es geht also doch noch.
Post im Stockbrot haben. Irgendein Lied gehört. Jonathan. Spiel nochmal auf die 2, das hörte sich besser an. Spiel mal auf allen beiden, das hört Da sich haben wir besser auch an. einen Stock, dann bratest du Hat er nämlich gut drauf gehabt vorhin. Und der Papa wurde dann schon Karamell war. also ein Tag muss ich auf jeden Fall die Haltung Karamell machen. Also, dann wollen wir noch einen Top. Da ist auch die ganzen 2 Wochen hier. Ich krieg dann 5 Mark. Da muss ich dann irgendwo noch in so eine Liste Am dritten Tag des Himmelfahrtskommandos 2012 ist die Crew etwas dezimiert. Anke hat Fieber und muss im Lazarettbus liegen bleiben. Astrid fährt zu ihrer schwerkranken Mutter ins Krankenhaus nach Salmünster. So machen sich Samira, André und ich per Rad auf, um im hohen Westerwald einen Island-Pferdehof zu suchen, von dem wir in Tonis Pizzeria gestern einen Infoflyer entdeckt haben. Ja, wir haben da neulich beobachtet, hier stehen überall so Strukturen rum. Ja, sieht besser aus. Den schnipp ich mit dem Daumen auf und zu. Mit den kleinen Minikameras so kleine Scheißdinger in der Hand. Thank you.
Der Island-Pferdehof im idyllischen Westerwalddörfchen Homberg auf 600 Meter Höhe gefällt uns sehr. Hier werden Astrid und Samira im Sommer 2012 Reitstunden nehmen und an geführten, auch mehrtägigen Wanderritten über die Höhen des Westerwalds teilnehmen. Das gefällt mir. Das brauche ich jetzt.